Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zum dem Zeitzeugengespräch heute Abend mit Eva Schloss, das wir anlässlich des Holocaust-Gedenktages und des 76. Jahrestag der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager von Auschwitz führen. Das Gespräch findet im Rahmen unserem im Herbst 2017 begonnenen, von der Berliner Sparkassen unterstützten Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrungen und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus statt. Wir haben sehr gehofft, dieses Gespräch mit Frau Schloss hier vor Ort schon letztes Jahr durchzuführen. Und natürlich heute, bedingt durch die Pandemie, ist Frau Schloss natürlich nicht hier in Berlin, sondern zu Hause in London. Für Ihre Bereitschaft, Frau Schloss, dieses Ferngespräch zu führen, ist Ihnen das Jüdische Museum Berlin äußerst dankbar. Eva Schloss ist am 11. Mai 1929 als Eva Geiringer in Wien auf die Welt gekommen. Im Juni 1938, 3 Monate nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht und dem Anschluss Österreichs, verließ sie Wien mit ihrer Mutter Elfriede und ihrem älteren Bruder Heinz und ging nach Breda in Südbrabant, wohin ihr Vater Erich schon einen Monat zuvor ausgewandert war und dort eine Schuhfabrik übernommen hatte. Elfriede Geiringer zog kurz danach mit den beiden Kindern nach Brüssel, wo Eva und Heinz zur Schule gingen. Der Vater pendelte hin und her. Im Februar 1940 ließ sich die gesamte Familie in Amsterdam nieder. 3 Monate später wurden die Niederlande durch die Deutschen überrollt und besetzt. Die Flucht der Familie nach England gelang nicht. Nach 2 Jahren unter deutscher Besatzung tauchte die Familie Geiringer unter. Elfriede und Eva in Amsterdam, Erich und Heinz in Soestdijk, ca. 40 Kilometer südöstlich entfernt. Nach 2 Jahren im Versteck würden sie alle verraten und verhaftet und wenige Tage später nach Auschwitz deportiert. Dort erlebten Eva Schloss und ihre Mutter die Befreiung durch die sowjetische Armee. Erich und Heinz Geiringer wurden zuvor auf einem Todesmarsch nach Mauthausen getrieben, wo beide kurz vor Kriegsende verstarben. Nach einer längeren Odyssee kehrte Eva und ihre Mutter nach Amsterdam zurück. Frau Schloss, wir möchten das Gespräch mit dem Tag der Befreiung beginnen. Also beschreiben Sie bitte, was Sie in den wenigen Tagen davor, an dem Tag selbst und in den ersten Tagen danach erlebt haben. Also ja, im Januar 1945 war meine Mutter und ich noch überlebend, aber in einem sehr, sehr schlechten Zustand, wie fast alle Häftlinge. Und wir haben fast den Mut aufgegeben. Es war wahnsinnig kalt. Der Schnee war über 1 Meter hoch. Wir haben fast kein Essen gehabt. Aber die Deutschen wussten, dass die Russen in der Nähe waren. So schon im Dezember, nehme ich an, haben sie schon angefangen, Auschwitz zu liquidieren. Jeden Tag sind verschiedene Baracken leer geholt und die Leute sind verschwunden. Wir wussten nicht, wo die Leute hin sind. Also im Mitte Januar, wir wissen natürlich nicht genau, wir wissen sogar nicht, ob es Januar war. Also aber es war sehr, sehr kalt und die Tage waren kurz, haben die Deutschen beschlossen, sie werden das ganze Birkenau-Lager, das war das Frauenlager, evakuieren. Und jeden Tag haben sie Tausende von Menschen weggeführt. Meine Mutter war sehr, sehr schwach und sie sagt, ich kann doch sicher nicht im Schnee gehen für Tage. Und so eine Nacht haben sie wieder ausgerufen, alle raus, wir marschieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben angefangen, weil wir haben Angst gehabt, dass sie das ganze Lager anzünden werden. Aber die ganze Nacht war sehr unruhig. Die Russen haben scheinbar über die Sache sind sie geflogen und haben gesehen, was sich da abspielt. So, die Deutschen wollten nicht marschieren. So ist die ganze Nacht rein, raus gegangen.
Dann sagte die Mutter, ich kann nicht mehr, wir bleiben hier. Und wir sind eingeschlafen und in der Früh sind wir erwacht und die meisten Menschen waren weg. Und wir haben geglaubt, na ja, gut, jetzt kommen die Russen. Aber nichts war los. Es sind noch viele Leute gestorben. Ich war einer von den wenigen Leuten, die noch die Kraft gehabt haben, die Leichen, die toten Leute mit einer anderen polnischen Frau aus der Baracke zu tragen. Und wir haben sie einfach hinter der Baracke im Schnee hingelegt. Ich glaube, das war für mich eine der schrecklichsten Erinnerungen in Auschwitz für mich. Und dann, nach vielleicht 10 Tagen, eines Tages bin ich Wasser holen gegangen und bei der Türe stand ein riesiger Mensch, alles mit Pelzmäntel und Schnee in seinem Gesicht, Eis. Und das war der erste Russe. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Und er sagte zu uns, mehr Russen werden kommen. Das ist auch passiert. Sie sind gekommen mit Tanks und mit einer Feldküche, mit Pferden und allen möglichen Sachen und haben die Nacht bei uns übernachtet und haben uns das erste Essen, warmes Essen, eine schwere Cabbage, eine Kohlsuppe mit Speck und so gegeben. Und wir haben gegessen und gegessen und gegessen. Und ich habe noch nie so eine schreckliche Nacht auf einem Kübel verbracht, weil das Essen ist einfach durch mich gelaufen. Und am Morgen, viele Leute waren gestorben. Einfach, sie hatten nicht die Kraft, das Essen zu verdauern. Und dann sind die Russen wieder abgewandert. Und dann habe ich beschlossen, nach Auschwitz zu gehen, um meinen Vater und Bruder zu suchen. Das habe ich auch gemacht. Und in Auschwitz waren mehr Russen, die haben das dort, weil dort waren anständige Häuser, haben sich dort niedergelassen. Und ich habe überall gesucht, waren auch ungefähr 500 Männer, schlecht aussehend, dünn aussehend, fast sterbend. Und ich bin gekommen, ein Mann, der hat mir ein bisschen ähnlich angeschaut. Ich habe geglaubt, der kommt mir bekannt vor. Und ich frug, ich glaube, ich kenne Sie. Sagt er, ja, ich bin Otto Frank, Annes Vater. Und du bist Eva Geiringer, Annes Freund? Ja, ja, ja. Hast du meine Töchter gesehen oder meine Frau? Nein, hab sie nicht gesehen. Hast du meinen Vater und meinen Bruder gesehen? Ja, die waren hier, sind aber mit den Deutschen weggegangen. So, ich habe große Hoffnung gehabt, dass sie noch am Leben sein werden. Der Krieg muss bald ein Schluss sein. Und ich habe meine Mutter geholt und wir haben dann ein paar Tage in Auschwitz verbracht. Aber es war gefährlich. Es war sehr, sehr viel Kämpfen in Polen und die Deutschen sind auch einmal wieder in die Nähe von Auschwitz gekommen. So, die Russen haben uns evakuiert und wir haben für 4 Monate mit den Russen sind wir in den Osten gefahren, bis wir in Odessa angekommen sind. Und dort haben wir auf das Ende vom Krieg gewartet. Das war natürlich am 8. Mai haben wir das erfahren. Und dann war es eigentlich das erste Mal, dass wir verstanden haben, wir haben es überlebt. Aber wie kommen wir wieder nach Hause? Ja, Frau Schloss, darüber werden wir dann anschließend gegen Ende unseres Gespräches dann weiter intensiver, eingehender dann sprechen. Sie haben auch beschrieben in Ihrem Buch, was für mich auch wirklich ein sehr wichtiger Aspekt ist. Und das ist nämlich, dass die russischen Soldaten sind gekommen, aber sie sind auch teilweise dann weitergezogen. Und sie waren eine Zeit lang noch in Birkenau, also Auschwitz-Birkenau, also nicht das Stammlager. Sie haben davon jetzt gerade gesprochen, dass sie zum Stammlager gelaufen sind von dem riesigen Vernichtungslager Birkenau. Aber sie sind dort zurückgegangen und da gab es einen Vorfall, wo die deutsche Wehrmacht ist ja gekommen und haben Frauen dann weggeführt. Und zu diesen Frauen zählte auch ihre Mutter. Also nach der
Befreiung, also nach dem 27. Januar, war die Gefahr für Sie, eigentlich für fast alle Häftlinge, nicht ganz gebannt. Was ist da vorgefallen, da Ihre Mutter dann auch eigentlich dann weglaufen musste und Sie aber nicht, Sie würden nicht entdeckt? Ja, ja, das war eine schreckliche Sache eigentlich. Also das war in der Zeit, dass wir noch in Birkenau waren und eigentlich gewartet haben, dass etwas passiert, aber es ist nicht passiert. Und meine Mutter ist zu einem Teich gegangen, um Wasser zu holen. Und plötzlich kommen wieder SS-Leute in das Lager in Birkenau und holen wieder verschiedene Leute, die so überall herumgelaufen sind, holen sie zusammen und marschieren sie wieder weg. Und ich habe das gesehen und ich habe geglaubt, ja, jetzt habe ich meine Mutter wirklich verloren, weil ich habe sie nämlich öfters verloren, da kommen wir später dazu. Und also sie sind weggelaufen und ich war verzweifelt. Und nach ungefähr 3 Stunden kommt meine Mutter zurück. Was passiert ist, sie sind gelaufen, vielleicht 50 Leute, 40, 50 Leute. Und plötzlich hat meine Mutter sich in den Schnee geworfen, als ob sie nicht weiter kann. Und die Deutschen, das ist viel. Wir haben dann viele Leute gesehen, die am Weg erschossen waren. Aber sie sind einfach weitergelaufen, haben meine Mutter liegen lassen. Und als sie eben weiter waren, ist sie jetzt wieder aufgestanden und ist zurück ins Lager gelaufen. Und das war natürlich wieder ein wunderbares Wiedersehen. Ja, es sind ja, wenn man Ihre Biografie liest und das Ihre Mutter, es sind ja mehrere Wunder dann passiert. Und ich glaube, das gilt für alle Überlebensgeschichte in Auschwitz-Birkenau. Frau Schloss, wir springen ja ganz weit zurück jetzt zur Leben Ihrer Familie in Österreich, in Wien. Sie sind ja am 11. Mai 1929 dort in Wien geboren. Erzählen Sie ein bisschen was von der Familie und von Ihrer ersten 9 Lebensjahr in der österreichischen Hauptstadt. Ja, also ich habe einen älteren Bruder gehabt, 3 Jahre älter als ich. Wir haben Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen. Wir haben eine große jüdische Familie gehabt, aber eine liberale jüdisch. Wir waren nicht sehr religiös. Aber in Deutschland und Österreich hat man Religionsstunde gehabt. Und so, also als ich in der Schule war mit 6 Jahren, haben wir jüdische Unterricht gehabt. So 2-mal in der Woche sind wir aus der Klasse geholt. Jeder hat gewusst, dass man hat registriert, welche Religion man hat, und sind in einen anderen Raum gegangen. Und wir haben das Alte Testament gehabt, ein bisschen Hebräisch, jüdische Geschichte gelernt. Und dann nach einer Stunde sind wir zurück in die Klasse gegangen. So jeder wusste, wer ein Jude war. Und das hat aber nichts ausgemacht. Wir haben viele nicht-jüdische Freunde gehabt. Meine beste Freundin war sogar in der Schule ein nicht-jüdisches Kind. Aber nach den Nazis eingezogen sind, hat sich das von Tag zu Tag hat sich das geändert. Meine beste Freundin, wie ich sage, war christlich und jeden Tag nach der Schule am Weg nach Hause bin ich immer bei ihr vorbeigegangen und wir haben ein bisschen gespielt und so Sachen erzählt. Aber nachdem die Deutschen besetzt haben, bin ich wieder dorthin gegangen und ich habe gesehen, die Mutter schaut aus dem Fenster sehr bös auf mich zu. Und als sie die Tür öffnet, sagt sie, wir wollen dich nie wieder hier in unserem Haus sehen, und hat die Tür in mein Gesicht zurückgeschaut. Ich war ganz entsetzt. Ich bin nach Haus gegangen, weinend, habe meiner Mutter gesagt, ich verstehe das nicht, wir haben keinen Streit gehabt, wie kann das sein? Und meine Mutter hat erzählt, als jüdische Leute jetzt wird unser Leben sehr, sehr schwierig sein. Dasselbe war für meinen Bruder. Er ist nach Hause gekommen eines Tages und
Er hat schrecklich ausgezeichnet. Seine Kleider waren zerrissen, sein Gesicht war voll mit Blut. Und als meine Eltern ihn ausfragen, was passiert ist, sagt er, meine Freunde haben das gemacht und die Lehrer haben einfach zugeschaut. Sie können sich vorstellen, das war für uns ein schreckliches Erlebnis. Wie kann das sein? Wir haben hier so freundlich und lange gelebt mit vielen christlichen Freunden und plötzlich wollen sie uns nicht mehr erkennen. Als Kind war das erste Mal eigentlich, dass ich Antisemitismus erfahren habe. Ich wollte fragen, Frau Schloss. Ja, und mein Vater hat beschlossen, gleich zu verschwinden. Und dann etwas später hat er meinen Bruder auch verschickt, weil mein Bruder hat ziemlich jüdisch ausgeschaut und er hat Schwierigkeiten gehabt in der Schule und auch in der Straße. Ja, Sie sind alle drei dann im Juni 1938 zu Ihrem Vater. Ich wollte Frau Schloss fragen, ob Sie waren erst 9 Jahre alt und haben Ihre Eltern mit Ihnen und Ihrem Bruder jemals so, als Sie auch so klein waren, darüber gesprochen, wie es für die Juden in Deutschland war, also vor dem Einmarsch der Wehrmacht und vor dem Anschluss Österreichs? Wussten Sie, dass Juden in Deutschland diskriminiert würden? Also ich muss zugeben, als Kind nein, weil unsere Eltern wollten uns beschützen. Aber die Eltern wussten natürlich und die Großeltern, die Familien wussten, weil im Radio hat man das wohl schon gehört. Und die andere Frage natürlich ist es, nach dem Einmarsch, nach dem Anschluss, waren alle Juden in Österreich, die überwiegende Mehrzahl lebten damals in Wien, haben fieberhaft gesucht, einen Ausweg zu finden. Und einige Verwandten von ihnen hat es auch geschafft, außerhalb Europas dann auszuwandern, nach England zu kommen. Also auch Ihre Familie hat unmittelbar nach dem 11. 12. März 1938 sich auch bemüht, aus dem Land zu kommen. Das ist Ihrem Vater dann gelungen, indem er eben nach Südbrabant gegangen ist, in den Niederlanden. Und die sind dort dann kurze Zeit danach dann erfolgt. Und natürlich auch in der Erwartung, dass nun mehr Ruhe ist und dass sie eben dort ihre Kindheit dann weiter genießen können. Sie sind aber nicht in Brabant geblieben, sondern Sie sind mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder nach Brüssel gezogen. Und lebten wir dort. haben nämlich keine Erlaubnis gehabt. Es war sehr, sehr schwierig in 38, weil viele deutsche Juden sind schon ausgewandert. Bei 38 war es sehr, sehr schwer, ein Visum zu bekommen für ein anderes Land. Und dadurch haben wir sehr, sehr viele Verwandte von uns verloren, die das kein Visum haben bekommen. Meine Schwester von meinem Vater, also der Mann von ihr, der war von Phaidon Verlag, ein sehr bekannter Verleger von Kunstbüchern. Er war der Zweite im Befehl und dadurch haben sie ein Visum für England bekommen. Und dieser Verlag ist auch weitergeführt worden in England. Also wenn man einen guten Job hat oder einen Einfluss oder wichtige Person war, hat man Visum bekommen. Aber für die gewöhnlichen Leute war das eben sehr, sehr schwierig. Auch nach Amerika 38 und dann Otto Frank wollte dann von Holland nach Amerika gehen. Das war ist unmöglich geworden. Das war ja die große Tragödie, dass die Welt, das bringe ich zurück, wie jetzt auch Refugees flüchten von ihrem Land, weil es ist ganz zerstört oder sie werden verfolgt und niemand will sie aufnehmen. Das ist dasselbe Problem, als wir damals unterfunden haben. Ihr Vater aber hat eben eine Visa auf jeden Fall für die Niederlande bekommen. Sie mussten aber nach Belgien. Und für Sie war das eine komplett neue Umgebung, aber nicht nur eine neue Umgebung. Das war ja zwei komplett neue Sprachen.
mit denen Sie konfrontiert waren. Sie wurden eingeschult. Wie waren die ersten Monate dort in Brüssel für Sie und Ihre Mutter und Bruder? Ja, man dürfte nämlich nichts aus Österreich oder Deutschland mitnehmen. Nur wirklich einen kleinen Koffer mit ein paar Kleidungsstücke. Und bei der Grenze ist man untersucht worden. Also man kann wirklich nichts mitnehmen. Und auch kein Geld und so. Und wir waren also, als wir in Brüssel waren, waren wir sehr arm. Wir haben in einem wir haben 2 Zimmer gehabt in einer Pension. Und es war wirklich schrecklich. Ähm, wir haben meinen Vater vermisst und ich habe die Sprache. Mein Bruder hat schnell Französisch gelernt, aber für mich war das sehr schwierig. So, ich war sehr ein fröhliches Kind, aber ich bin sehr ruhig geworden. Ich habe mich geschämt. Ja, meine ganze Personalität hat sich geändert. Und als Sie in Brüssel waren, Beginn der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939, haben Sie daran Erinnerung, als der Krieg ausgebrochen ist? Können Sie sich an diesen Tag erinnern? Nein, eigentlich nicht, weil wir haben kein Radio gehabt, sondern nur das Erfahren. Und die Erwachsenen haben nicht viel erzählt, dass die Kinder Angst bekommen. Also sie haben uns eigentlich nicht erzählt, wie gefährlich, wie schrecklich die Situation war, als ein Weltkrieg wieder und der Krieg in Polen und so. Das war ja alles sehr schrecklich. Alles das habe ich erst viel, viel später erfahren. Erstmals gab es ebenso keine kriegerische Auseinandersetzungen eben im Westen. Und Sie haben dann doch die Aufenthaltserlaubnisse für die Niederlande bekommen. Und Sie sind ja dann nach Amsterdam im Februar 1940 gezogen. Nur für 3 Monate haben wir eigentlich Erlaubnis bekommen. Aber dann ist natürlich der Krieg ausgebrochen in Holland, weil im Mai haben die Deutschen schon Holland auch besetzt. Besetzt ist eigentlich kein guter Ausdruck, weil es war ein kurzer Krieg. Das war das erste Mal, dass eine Bevölkerung wie Rotterdam bombardiert worden ist mit 10.000 umgekommenen Leuten. Und nach 5 Tagen hat Holland aufgegeben und Holland ist besetzt geworden. Wir haben noch probiert, auf den Hafen zu gehen, um nach England zu kommen, aber das war zu spät, da waren keine Schiffe mehr. So sind wir zurück in die Wohnung und jetzt werden wir eben sehen, was jetzt weiter passiert. Erzählen Sie uns bitte, Frau Schloss, von Ihrem Leben in Amsterdam in diesen nächsten 2 Jahren unter der deutschen Besatzung. Ja, also die Holländer waren sehr anti-deutsch. Also jedes Land wollte nicht besetzt sein von einer fremden Militär. Aber in Holland waren sie wirklich sehr judenfreundlich auch. Und also die Bevölkerung hat gesagt, ihr braucht keine Angst haben, wir werden euch beschützen. Aber das haben sie natürlich keine Ahnung gehabt, was für schreckliche Befehle kommen werden gegen die jüdische Bevölkerung. Und dann auch Holland hat auch viele Nazis gehabt. Es waren viele ärmere Leute, die vielleicht keine gute Arbeit gehabt haben, haben gedacht, wenn sie Nazis werden. Und es hat ausgeschaut am Anfang des Krieges, dass die Deutschen den Krieg gewinnen. Weil dann sind sie nach Belgien gegangen. Frankreich hat sehr schnell kapituliert. Dänemark, Norwegen, ist alles besetzt in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Dann sind die Deutschen auch nach Griechenland gegangen. Und also fast das ganze Europa war in den Händen von den Deutschen. Unglaublich, wie Hitler das eigentlich hat machen können. Aber die Welt war nicht vorbereitet auf einen neuen Weltkrieg eigentlich. Und in 1941 ist Amerika in den Krieg gegangen, weil die Japaner haben sie angefallen, aber die haben natürlich nicht in Europa gekämpft. Also es war eigentlich
nur England gegen die ganze deutsche Macht. Und deswegen hat der Krieg eben so lange gedauert. Und also das Leben in Holland war am Anfang war sehr schön, aber dann natürlich mit allen Maßregeln ist es immer schwerer geworden. Und wir haben nicht mehr auf die Straße, es war ein Curfew, wir haben nicht mehr auf die Straße gehen können nach 8 Uhr. Wir waren nicht erlaubt in Kinos oder in Theaters oder für Kinder in Swimming, in Schwimmbad zu gehen. Es war wirklich sehr schwierig. Wir haben nur Einkäufe machen in jüdischen Geschäften. Also es war auch Essen nicht sehr viel mehr, was wir da gehabt hat. Wir hatten das Radio haben wir abgeben müssen, die Fahrräder haben wir abgeben müssen, wir haben den Stern tragen müssen, also auf der Straße gehen. Jeder hat erkannt, wer ein Jude war. Viele Leute sind arrestiert, sind einfach verschwunden. Man hat nicht gewusst, wo sie hin sind. Und diese Leute sind nie wieder erschienen. Dann haben wir in jüdische Schulen gehen müssen, was an und für selbst nicht schlecht war. Aber da sind auch die Deutschen mit Lastwagen zur Schule gegangen, haben den Kindern gesagt, sie sollen auf das Auto gehen. Und die Eltern haben erwartet, die Kinder zu Hause am Abend, sie sind nicht erschienen. Diese Kinder hat man nie wieder gesehen. Nach dem Krieg hat man gehört, dass sie nach Mauthausen verschickt sind und dort gleich umgebracht. Also Sie können sich vorstellen, es war eine sehr, sehr ängstliche Zeit. Und dann nach 2 Jahren haben ungefähr 10.000 jüngere Leute, also jung heißt schon von 16. Mein Bruder Heinz war 16, Anna Franks ältere Schwester war 16, Aufrufe bekommen, zu einem Platz zu kommen, mit einer Liste Sachen, die sie mitnehmen müssen, also etwas Kleidungsstücke, und nach Deutschland geschickt. Und da hat mein Vater uns zusammengerufen und gesagt, Heinz, du gehst nicht, wir werden uns verstecken. Darf ich mal Hiding. Hiding war das in Englisch. Darf ich mal da kurz mal auch nachfragen? Also Ja. Das war ja dann im Juli 1942. Das war die Zeit fast parallel dazu, dass die große Deportationen aus den Niederlanden begonnen hat. Also die Pflicht des Tragen des Judensterns ist im Mai 1942 erfolgt. Haben Sie, bevor die Entscheidung kam, da Ihr Bruder auch gefährdet war, dass er in einem Arbeitslager nach Deutschland gehen müsste, hat die Familie schon zuvor über die Eventualität des Untertauchens gesprochen? Und sind irgendwelche Maßnahmen dann ergriffen worden in Vorbereitung darauf? Nein, also öffentlich haben die Eltern nichts mit uns besprochen. Wir haben das überhaupt nicht erwartet. Aber mein Vater scheint das eben ja gewusst zu haben, weil er hat eben Maßregeln genommen, um Wohnungen zu finden mit Leuten, wo wir uns dann hingehen sollten. Aber 4 Leute war zu viel, weil die Wohnungen in Holland sind ziemlich klein. Er hat uns gesagt, leider müssen wir uns wieder trennen. Wir gehen in 2 verschiedene Familien. Ich werde mit meiner Mutter gehen und Heinz wird mit ihm gehen. Also so ist das passiert. Und die einzige andere Familie, die wir gekannt haben, die dann auch verschwunden ist zur Zeit, war die Frank Family. Der Otto Frank hat in seinem Büro vorbereitet, da waren extra Zimmer, wo die Familie dann hinziehen wird. Und das war genau dieselbe Zeit, als wir verschwunden sind. Ja, und in den folgenden 2 Jahren, da gibt es eben so eigentlich eine sehr starke Parallelität, was das Schicksal Ihrer Familie angeht und das Schicksal der Familie Frank. Bevor wir darüber reden, erzählen Sie bitte, wie Sie die Frank-Familie dann kennengelernt haben und welche Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Bruder und die Frank-Schwestern sich entwickelt hat. Ja,
Ja, also Anne war genau dasselbe Alter als ich und sie war bei einer anderen Schule, in einer Montessori-Schule und ich war in der gewöhnlichen Schule. Und, aber nach der Schule in diesen Wohnungen hat man keine Gärten gehabt. Also alle Kinder sind immer auf der Straße zusammengekommen, um dort zu spielen nach der Schule. Und so habe ich die Anne kennengelernt. Wir waren beide 11 Jahre alt und wir waren Freunde. Aber nicht besonders Freunde, weil ich war ein wildes Kind. Ich habe immer gespielt mit den Buben, habe Tricks gemacht auf unseren Fahrrädern und Anne war ein wirklich echtes kleines Mädchen, sehr interessiert in ihre Haare, in ihre Kleidung und auch schon in Buben mit 11 Jahren. Und als ich ihr erzählte, dass ich einen älteren Bruder habe, wollte sie gleich in unsere Wohnung kommen, ihn zu treffen. Aber er war nicht interessiert in ein Mädchen im Alter von seiner kleinen Schwester. Also das ist nichts draus geworden. Aber so, ja, wir haben uns gekannt. Es waren auf diesem Merwedeplein ziemlich viel Emigranten, so ziemlich viel jüdische Familien. Und das Leben dort, trotz der Besetzung, war für uns Kinder, das erste Jahr jedenfalls, sehr schön. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in Holland, aber natürlich, wie die Maßregelungen schwerer und schwerer geworden sind und viele Leute sind verschwunden, wie man den Stern getragen hat, ist das oft das passiert, dass wenn ein Mann einen Nazi angeschaut hat, zum Beispiel auf der Straße, hat er gleich weggeführt. Und so verschiedene Sachen sind passiert. Und dann haben sie auch manchmal Teile der Stadt umzingelt und haben alle jüdischen Leute arrestiert und verschickt. So, es war sehr ängstlich. Und auch manchmal um 8 Uhr hat man zu Hause sein müssen, sind sie gekommen und haben die Männer weggeführt. Mhm. Also es ist dann ziemlich ängstlich geworden. Und Sie sind diese Gefahr... Die erste Jahr Besetzung war noch nicht so arg, aber das zweite Jahr Besetzung war schon arg. Und dann natürlich in 1942 das Versteck war natürlich wieder viel, viel ärger. Mhm. Und ja, ich habe ja. Eingangs dann erzählt, und Sie haben ja auch gerade erzählt, dass die Familie müsste sich trennen. Sie sind mit Ihrer Mutter in eine Wohnung gegangen in Amsterdam und Ihr Vater und Heinz sind ja 40 Kilometer weiter weg. Sie haben ja auch, das würde auch durch die niederländische Widerstand auch dann arrangiert, wohin Sie gekommen sind. Erzählen Sie bitte über beide Verstecke. Wo sind Sie und Ihre Mutter hingekommen? Wie sah es dort aus? Haben Sie dort die ganze Zeit bleiben müssen? Konnten Sie sich bewegen? Und wohin sind Ihrem Vater und Heinz hingegangen? Und wie sah Ihr Versteck dann dort aus in Soestdijk? Ja, also es ist nicht so einfach eigentlich. Wir haben in diesen 2 Jahren, wo wir versteckt waren, ungefähr wir und mein Vater mit meinem Bruder ungefähr 6 bis 7 Mal ausziehen müssen, weil die Nazis haben gewusst, dass nicht alle Kinder auf den Aufruf gekommen sind, und junge Leute, und haben diese Leute gesucht. Also es war jede Woche waren Haussuchungen. Ja. Sie sind von Tür zu Tür gegangen, und immer in der Nacht, haben angeklopft und man hat sie reinlassen müssen und sie haben die Wohnungen durchsucht. Also in jedem Platz, wo wir versteckt waren, haben wieder die Widerstandsleute sind gekommen und haben einen Versteck in dem Versteck gemacht. Manchmal unter dem Boden oder eine falsche Wand irgendwo gemacht und so weiter. Und wenn in der Nacht die Klingel ist gegangen, haben wir schnell dort hineingehen müssen. Das war natürlich, man hat nicht mehr schlafen können, man hat Angst gehabt und man hat gehört, zum Beispiel eine Familie, aber auch versteckt und die Nazis haben das Bett gefüllt, das war noch warm und haben die ganze Wohnung demoliert, bis sie die Leute gefunden haben. So unsere
unsere Hosts, die Leute, die uns versteckt haben, haben Angst bekommen, haben gesagt, wir können nicht mehr schlafen. Wir sind zu nervös, ihr müsst einen neuen Versteckplatz suchen. Also wir sind in vielen Versteckplätzen gewesen und so auch mein Vater und mein Bruder. Und am Ende, ich weiß nicht genau wie lang, vielleicht 4, 5 Monate, war in Amsterdam kein Versteckplatz mehr zu finden, haben sie eben aufs Land gehen müssen, da in Soestdijk. Mhm. Und ja, und diese Frau hat auch am Ende hat sie mehr Geld verlangt von uns. Und mein Vater hat gesagt, nach 2 Jahren Versteck, er hat nicht verdient, ich habe nicht mehr viel Geld. Und wenn wir kein Geld mehr haben, schmeißt sie uns heraus. So, und wir waren in Amsterdam, hat er meine Mutter angerufen und gesagt, kannst du bitte uns einen neuen Versteckplatz suchen, weil wir können nicht hier bleiben. Und so hat meine Mutter wieder mit dem Untergrundleute, der Resistenz gehandelt und die haben einen Platz gefunden. Und so mein Vater und Bruder sind geflüchtet in der Nacht und das war eine Krankenschwester, hat sie getroffen, die hat sie in das neue Haus gebracht. Und ich war kein Intellektuell, ich habe nicht gelesen viel zur Zeit, ich war immer aktiv und ich habe sehr gelitten in dieser Zeit, um nicht mehr draußen zu sein und zu spielen und aktiv zu sein. Und dadurch haben meine Eltern, und wir haben beide nicht jüdisch ausgeschaut, blond mit blauen Augen, haben sie beschlossen, meine Eltern, dass von Zeit zu Zeit wir meinen Vater besuchen. Und nachdem sie jetzt wieder in Amsterdam waren, sehr nahe von uns, haben wir beschlossen, wir werden sie besuchen in ihrer neuen Wohnung. Und das haben wir gemacht. Und am 11. Mai, das war am Sonntag, am 11. Mai, Dienstag, setzten wir uns zum Frühstück. Da war jemand an der Tür geklopft. Am Tag war nie was passiert. Und der Besitzer öffnet die Tür und die Nazis strömen herein und gehen gleich für uns. Weil diese Krankenschwester, die meinen Vater in das neue Haus gebracht hat, war ein Nazi, hat eigentlich mit den Deutschen gearbeitet, hat aber mit der Untergrund zusammengearbeitet, damit sie die Leute kriegt. Und sie hat in diesem selben Haus über die 2 Jahre hat sie über 200 Leute verraten. Das war und so einen 15. Geburtstag, der 11. Mai, sind wir arrestiert. Und erst meine Mutter und ich natürlich, aber inzwischen ist mein Vater und Bruder natürlich auch arrestiert. Und bei der Gestapo haben wir uns wieder getroffen. Und da hat mein Vater eben erzählt, dass diese Krankenschwester hat die Türe geöffnet für die Nazis und hat mit ihnen etwas gesprochen. Und dadurch haben wir das alles erfahren. Und Sie waren dann alle in einem Gefängnis gebracht worden in Amsterdam. Und die sind alle ja verhört worden. Und Sie wussten erstmals gar nicht, dass Ihr Vater und Ihr Bruder erstmals da war. Aber das stellte sich sehr, sehr schnell heraus. Also Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, dass Ihre Mutter hat ja versucht, irgendwie so die Gestapo zu sagen, dass Sie sind kein jüdisches Kind. Und natürlich alles war vergeben. Nichts hat genützt. Und Sie waren, ich glaube, 2 Tage später oder war es am nächsten Tag schon in dem Durchgangslager Westerbork? Genau, ja. Und also das ist auch etwas Interessantes, will ich schnell erzählen. Ich kann mich überhaupt nichts erinnern vom Westerbork. Und in meinem Buch sage ich, das war Mittwoch, sind wir hingekommen und Freitag sind wir schon auf einen Transport geschickt nach Unbekannt. Aber es war Auschwitz. Und vor ein paar Jahren habe ich einen Vortrag gehalten dort in diesem Camp Westerbork und habe das erzählt. Und dann sagt der Governor von dem Camp, sagt, nein,
das stimmt nicht, du warst 10 Tage in Westerbork. Sag ich, nein, das ist nicht wahr, 2 Tage. Sagt er, nein, da war kein Transport am 13. oder 15. Mai, das war erst eine Woche später. Also, und ich erinnere mich jedes Detail von dieser ganzen Zeit so genau. Aber was ich da annehmen müssen, dass nachdem wir arrestiert waren, habe ich solche Angst bekommen, dass mein Leben wird das Ende sehr bald kommen. Dass ich habe einfach diese ersten 10 Tage vollkommen vergessen von meinem Gehirn. Wirklich, ich habe keine einzige Erinnerung an diese Zeit. Ich war in so einem Schock. Aber die Erinnerung setzt natürlich... Das ist unglaublich, das ist eigentlich ganz unglaublich. Aber so war es, also wir waren 10 Tage in Westerbork und dann sind wir auf Transport gegangen. Ich werde nicht zu viel erzählen von dem, dass man weiß, das war noch Güterwagen, Viehwagen kann man sagen. Ungefähr 80 Leute sind hineingeschoben. Es war nichts drin. Ganz klein bisschen eine Öffnung für Luft. 2 Kübel sind hineingekommen, einen für Trinkwasser, einen für Toilette, was natürlich lang nicht genug war für 80 Leute per Tag. Einmal im Tag haben sie die Türen aufgeschoben und haben große Stücke Brot hineingeworfen und haben die 2 Kübel gewechselt. Es war schrecklich, wirklich, wirklich schrecklich. Das einzige Gute war, dass wir waren als Familie noch zusammen. Und das Letzte, was mein Bruder mir erzählt hat, ist dann sehr wichtig gewesen, weil ich habe erzählt, er war ein wunderbarer Pianist, hat auch Akkordeon gehabt, Gitarre, er hat dann komponiert, er war sehr, sehr begabt, aber natürlich in Versteck hat er keinen Lärm machen können. Und da hat er und mein Vater haben angefangen zu malen. Und mein Bruder hat wirklich und mein Vater unglaublich wunderbare Ölbilder geschafft in dieser 2 Jahre, wo sie versteckt waren. Und im Viehwagen hat er mir erzählt, bevor sie geflüchtet sind von dieser Frau, haben sie die Bilder unter dem Boden versteckt mit einem Zettel drüber, das gehört Erich und Heinz Geiringer und nach dem Krieg werden es wieder zurückholen. Und da hat er mir gesagt, Evi, wenn ich nicht überlebe, bitte hol meine Bilder zurück. Sie sind für mich sehr, sehr wichtig. Das haben Sie dann getan, auch nach der Befreiung, nachdem Sie zurückgekommen sind. Diese Bilder haben die Zeit überdauert und Sie haben die dann wiederbekommen. Frau Schloss, bevor Sie deportiert wurden, Sie wussten nicht, wohin es geht, als Sie den Zug besteigen mussten mit Ihrer Familie. Aber haben Sie schon von Auschwitz gehört? Wussten Sie von Auschwitz und was Auschwitz war? Ja, genau. Wir haben natürlich, niemand hat Erlaubnis gehabt, ausländisches Radio zu hören, nur holländisch und deutsches Radio. Aber im Versteck, alle verschiedenen Verstecke, haben die Leute ein kleines Radio gehabt, das haben sie versteckt in einem Kasten und haben zugehört nach der BBC. Und die BBC hat um 9 Uhr holländische Nachrichten gegeben. Und wir haben fast jeden Abend das zugehört mit den Leuten, wo wir versteckt waren. Und die haben natürlich erzählt, wie der Krieg wirklich geht, weil die Deutschen, die Propaganda hat nie gestimmt. Die haben immer den Krieg gewonnen. In 1944 haben sie schon sehr viel verloren gehabt. Aber das haben die Engländer natürlich alles erzählt, wie es weitergeht in Afrika und so weiter. Und, aber auch haben sie immer erzählt von den 300
Konzentrationslager und Totenlagers. Und Auschwitz haben sie immer erwähnt und sogar gesagt, dass in Auschwitz sind Gaszimmer, wo jüdische Leute vergast werden. Das haben sie immer angesagt. Also wir haben genau gewusst, was zu erwarten in Auschwitz. Aber wir haben natürlich nicht gewusst, ob wir nach Auschwitz gehen oder vielleicht in ein Arbeitslager. Weil viele Juden sind erst in Arbeitslager gegangen und dann, wenn sie zu erschöpft waren, sind sie dann nach Auschwitz geschickt worden, um dort umgebracht zu werden. So wie zum Beispiel auch in Terezin, in Theresienstadt, das Lager in Tschechoslowakien. Da sind auch viele, viele Transporte dann nach Auschwitz gegangen und die Leute sind dort umgekommen. Und Sie sind mit Ihrer Familie angekommen und haben die Selektion dann erleben müssen und Sie wurden getrennt von Ihrem Vater und Bruder. Und Sie haben ja auch, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Ihre Mutter war natürlich auch sehr besorgt, als ich das gelesen habe. Man hat das Gefühl, dass Ihre Mutter hat eigentlich sehr schnell gewusst, um was es sich geht. Und Sie erzählen die Geschichte von einem Mantel und von einem Hut, was Ihre Mutter Ihnen gegeben hat, sodass Sie älter aussehen. Ja, bei Ankunft also wir sind arrestiert worden in den Kleidern, die wir gehabt haben und haben die ganze Zeit nichts anderes angehabt. Und da waren so gute Leute in Westerbork, in den Holding Camp, die haben meinem Vater und Bruder, haben sie ein paar Kleidungsstücke gegeben, Hemden und auch eine Hose und so, wir haben nichts gehabt. Und meine Mutter hat von jemand bekommen einen Mantel und einen Hut. Und also als wir aus dem Zug gejagt worden sind, hat meine Mutter mir, ich habe nur ein Sommerkleid angehabt, hat sie mir diesen Hut und Mantel gegeben, hat gesagt, vielleicht kannst du den später brauchen. Und dann, also es war immer eine Reihe von 5, ist der Mengele gekommen, der Kampfdoktor, aber er war nicht dort, um Leute zu helfen, sondern er beschloss, wer am Leben bleibt oder wer gleich bei Ankunft vergast wird. Und so, wir sind gestanden, Reihe von 5, alles war immer Reihe von 5. Und er hat nur eine Sekunde dich angeschaut und hat beschlossen, rechts oder links. Wir haben ungefähr die Hälfte von unserem Transport verloren. Fast alle Kinder, also alle kleine Kinder schon sicher, aber auch Mädchen, die schon 18 Jahre waren, wenn sie klein waren und vielleicht sehr blass von der schrecklichen Reise. Und Babys natürlich, so ungefähr die Hälfte von unserem Transport ist ja die andere Seite gegangen. Aber meine Mutter und ich haben sehr viel Glück gehabt, sind zusammen noch in die erste Baracke gekommen. Sie waren zuerst... Und das war natürlich ein schrecklicher, wir waren doch noch erst Menschen, aber als wir in diese Baracke in Birkenau, in diese große, große Baracke hingejagt, alles war schnell, schnell, schnell. Der erste Befehl, nackt ausziehen. Und die SS, junge Menschen, 25 Jahre, waren dort, haben gelacht über unsere Schande, wie wir so nackt da gestanden sind, zicken, haben wir oft ihre Gewehre auf unsere Teile geschubst. Also sehr, sehr, sie haben uns nicht behandelt als Menschen. Und dann haben sie uns alle Haare abgeschoren und jeder hat eine Nummer am Arm bekommen und sie haben uns gesagt, ihr seid nicht Menschen mit einem Namen, sondern eine Nummer wie eine Kuh, die einen Stempel kriegt. Und das hat viele, viele Stunden gedauert. Und weil das war unterwegs, hat diese SS mit viel Freude erzählt, die Familie, die von euch getrennt worden ist, die sind inzwischen schon in das Gaszimmer gegangen und sie sind jetzt schon tot. Also können Sie sich vorstellen, wenn eine Mutter getrennt war von ihrem Kind,
was sie da angeführt hat für Weinen und Schreien und Jammern. Aber das war der Fall. Sie sind also, Und dann, Sie haben also den Massenmord, sind Sie sofort begegnet. Also in dem Moment, wo Sie von den Zügen heruntergestiegen sind, rausgejagt worden sind, war eigentlich alles klar. Und Sie schreiben in Ihr Buch, dass die Kapos dann erzählt hat und ständig bedroht hat, dass Sie dann auch dann in den Gaskammern geschickt würden, wenn Sie sich nicht verhalten, wie Sie das wollen. Sie und Ihre Mutter sind erstmals in einen Quarantänebau gekommen für 3 Wochen. Sie waren dort sehr, sehr krank. Sie haben sich aber doch dann genesen und Sie würden dann beide nach diesen 3 Wochen zu einem Arbeitseinsatz in Birkenau dann verteilt. Erzählen Sie mal, wo sind Sie und Ihre Mutter hingekommen? Was haben Sie machen müssen? Ja, das war eigentlich sehr interessant. Um diese Zeit, also im Juni, sind die ungarischen Juden aufgepackt worden. Und da sind jeden Tag große Transporte mit ungarischen Juden in Auschwitz und Birkenau angekommen. Und alles, was man gebracht hat, ist weggenommen. Wie gesagt, die Kleider, die wir angehabt haben und mein Vater, der den kleinen Koffer bekommen hat mit Sachen, alles ist weggenommen. Und diese Sachen waren in ein anderes Teil vom Lager und das war der Nickname, war Kanada. Also meine Mutter und ich haben gearbeitet für 3 Wochen in Kanada. Und das war, wo man alle diese Sachen, die weggenommen worden sind, die Kleider und Schuhe und Brillen und alles, was man gehabt hat, hat man abgeben müssen. Das ist alles in das Kanada gegangen und so viele ungarische Menschen sind gekommen. Die haben viel Gepäck bei sich gehabt und darum haben sie mehr Leute gebraucht in Kanada. Darum haben sie meine Mutter und mich dazu genommen. Und das war natürlich, das hat uns vielleicht auch das Leben verlängert, weil das war keine schwere Arbeit. Man hat auch Essen gefunden in den Kleidungsstücken und man hat auch, bevor man wieder ins Lager zurückgegangen ist, hat man eine Tusche nehmen können und man hat auch eben gegessen, man hat Essen gefunden. Das hat man, also das war 3 Wochen, wo wir eigentlich nicht so schwer gearbeitet haben. Mhm. Und dadurch hat uns das verlängert, das Leben. Und in dieser Zeit, Frau Schloss, Sie haben dann Ihr Vater dann wieder gesehen. In der Zeit, wo die in diesem einen Kanada-Lager, es gab ja 2, es gab eine Kanada-Lager innerhalb von Birkenau und eine, die ein bisschen außerhalb war. Und Sie, glaube ich, sind mit Ihrer Mutter in dem Kanada-Lager 1, was außerhalb war. Und dieses zweite Lager wurde dann gebaut, auch als die Transporter mit fast täglich 10.000 Menschen aus Ungarn gekommen sind. Und Sie haben die ganze Habseligkeiten, die ganze Sachen auch durchsuchen müssen. Aber ich möchte ganz gern mal über dieses Wiedersehen mit Ihrem Vater dann sprechen. Also zur Lunchzeit hat man eine Pause gehabt und wir haben uns einfach auf den Boden hingesetzt und haben etwas gegessen. Und dann sehe ich auf dem Prickeldraht, auf dem, wie heißt man das? Prickeldraht, ja. Den Draht, elektrisch gefüllten Draht. Auf der anderen Seite sehe ich einen Mann vorbeigehen und das war mein Vater. Ich habe ihn erst kaum erkannt, weil er hatte eine gestreifte Uniform gehabt und eine gestreifte Kappe. Aber es war mein Vater. Und unglaublich, er hat dort irgendeine Arbeit gemacht. Und ich habe ihn gerufen. Und da waren immer Nazis sind herumgegangen, aber es waren natürlich nicht überall die ganze Zeit. Als sie gerade woanders waren, habe ich meinen Vater gerufen und wir haben ein paar Worte sprechen können. Und er hat erzählt, also der Heinz war okay, weil wir haben nicht gewusst, ob sie selektiert waren oder nicht. Wir haben keine Ahnung von Auschwitz gehabt. Und dann fragt er mich, kannst du mir Zigaretten verschaffen? Sag ich, aber du hast doch nie geraucht. Mein Vater hat nie geraucht. Sagt er, ja, aber es ist ein gutes Tauschmittel.
Und wie gesagt, in diesen Kleidungsstücken und in diesen Paketen und Koffern haben wir alles gefunden und auch Zigaretten. Also ich habe gefunden so ganze Stücke, ganze 12 Pakete auf Zigaretten und die habe ich dann mitgenommen und habe den nächsten Tag habe ich es meinem Vater über den Zaun geworfen. Und ich habe ihn noch 3 Tage habe ich ihn noch gesehen und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dann hat er wahrscheinlich woanders gearbeitet. Aber Ja, und das ist auch, das waren alles so unglaubliche Zufälle, weil das Lager war enorm und dass man gleich auf derselbe Zeit und derselbe Moment zusammen sieht, das war mit niemandem. Ich muss sagen, im Ganzen haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt, verschiedene Sachen. Wenn wir weiterkommen, werden Sie sehen, da war noch viel mehr Unglaubliches, Zufälle. Ja, Ihre Mutter konnte auch dann Ihr Vater treffen in diesen 3 Tagen? Nein, weil sie hatte, das Kanada war auch so riesig, sie hat ein bisschen woanders gearbeitet. Aber am Abend habe ich ihr natürlich erzählt, ich habe den Vati gesehen. Nachdem Sie dann nicht mehr in dem Kanada-Lager dann arbeiten dürften, änderte sich viel. Sie mussten dann auch wieder außerhalb des Lagers, aber eine sehr, sehr schwere körperliche Arbeit dann nachgehen. Und in dieser Zeit ja, war natürlich die Schwächung immer eigentlich eine riesige Gefahr, dass wenn man dann zu schwach wird, dass man eben ins Gas geschickt würde. Sie haben diese Zeit auch überstanden und auch Ihre Mutter bis in den Herbst hinein. Sie haben erzählt, dass es auch weitere so wundersame Errettungen vom Tod gab. Wollen Sie darüber ein bisschen ausführlicher berichten? Ja, also das war eigentlich am Anfang, wie ich so krank geworden bin, hat meine Mutter mich war so eine Krankenbaracke, wo der Mengele gearbeitet hat. Und das war dort eigentlich, hat er seine Experimente gemacht auf Frauen, hat er operiert ohne Anästhetik, hat er Teile aus dem Körper genommen, zu sehen, wie lange die Leute leben können. Schreckliche, schreckliche Sachen hat er da angestellt. Aber ich habe Typhus gehabt, weil ich habe Wasser getrunken, was war nicht sauber. Und meine Mutter hat gesagt, sie muss mich in das Spital bringen. Und also wir gehen dorthin, sie schleppt mich dorthin und die Türe geht auf und kommt eine Frau heraus und meine Mutter und sie beide schauen sich an einen Augenblick. Und es war eine Cousine von meiner Mutter aus Prag, die via Theresienstadt nach Auschwitz geschickt war. Und ihr Mann war ein Spezialist, Doktor und hat auch die Nazis behandelt. Und dadurch hat er seiner Frau eine Position. Sie war keine Krankenschwester, hat gesagt, sie ist eine Krankenschwester und hat mit Mengele gearbeitet. Und so meine Mutter, sie ist in die Arme gefallen. Meine Mutter sagt, kannst du etwas der Evi geben für Typhus? Und sie hat mir irgendeine Medizin gegeben und ich bin besser geworden. So, und sie hat uns dann auch öfters extra Essen gegeben, weil sie hat besser gehabt. Und also es war vielleicht dann Oktober, es war schon viel kälter und also wir waren natürlich schmutzig, voll mit Läusen, aber einmal in der Woche sind wir zu einer Dusche gegangen und auch haben andere Kleidung gehabt. Wir haben ein Kleidungsstück gehabt, das ist gewechselt worden und wir sind entlaust worden und also nach der Dusche sind wir nackt herausgekommen und da steht der Mengele mit SS-Gruppen und eine Selektion hat wieder stattgefunden, nackt. Und wir haben vorne auf nackt den Mengelen drehen müssen und ich gehe vorbei, okay, und meine Mutter folgt und sie war eine große Frau und sie war wirklich sehr, sehr dünn schon. Und er schaut sie nochmal an
und schickt sie zur falschen Seite mit ungefähr 40 Frauen von unserem holländischen Transport. Und diese nackten Frauen sind aus der Baracke gejagt. Ich habe noch meiner Mutter auf Wiedersehen sagen wollen, aber sie haben mich geschlagen und dann sind sie verschwunden. Und dann in der Nacht das war spät am Abend, und in der Nacht sind wir dann noch in ein anderes Lager. Da war A, B, C, D, viele, viele Lager in Birkenau, alles mit elektrischem Zaun umgeben. Aber in der Nacht, wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht, aber ich war so verzweifelt. Ich bin weggelaufen von unserer Gruppe, weil wir uns angezogen haben, und bin zu Minnie gegangen. Ich habe gewusst, wo sie war, und habe ihr erzählt, dass die Mutter ist selektiert worden. Sie soll probieren, sie zu retten. Und dann sind wir in ein anderes Lager gekommen, auch natürlich in Birkenau, und ich habe nichts mehr gewusst von meiner Mutter. Das war für mich, muss ich zugeben, wirklich die schwerste Zeit im Lager. Viele von unseren holländischen Leuten sind auch umgekommen. Wir haben schwer arbeiten müssen. Es ist kalt geworden. Ich habe Frostbeule. Ich habe manchmal meine Schuhe verloren. Es ist Winter geworden. Ich habe geglaubt, ich kann wirklich nicht weitermachen. Und wir haben gearbeitet. Wir haben etwas flechten müssen. Und wenn wir nicht das Foto gemacht haben, sind wir auch zu Tod verurteilt. Also unsere Finger waren fast gefroren. Es war schrecklich. Und ich bin herausgerufen, jemand will dich draußen. Habe ich gedacht, also das ist mein Ende jetzt. Und ich gehe heraus und ich kann es wirklich nicht glauben. Da steht mein Vater mit einem SS-Mann. Also so ein Zufall, also es ist nicht Zufall, so etwas ist überhaupt niemandem passiert. Also ich weiß bis jetzt nicht, wie das möglich war. Und ich bin natürlich beim Vater in die Arme geflogen, und wir haben uns geküsst, und ich habe gesagt, wo ist Heinz? Ja, er arbeitet in einem Schrebergarten. Und dann fragt mein Vater, und wo ist Mutti? Und ich habe angefangen zu weinen, und ich sage, sie ist selektiert. Also mein Vater ist fast zusammengefallen. Aber dann hat er sich zusammengenommen und hat gesagt, wir müssen stark sein, der Krieg wird bald Ende sein, wir müssen zusammen durchkommen. Der Heinz wird noch da sein und die Mutter wird uns beschützen. Und dann habe ich ihn noch 3-mal gesehen und dann nie wieder. Und also meine Mutter ist verloren, aber mein Vater und Bruder lebt noch. Das hat mir wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, weiterzumachen. Und dann wird es wirklich Winter, und wie ich sage, ich weiß natürlich, es kann Dezember sein, die Deutschen sind schon sehr nervös, und jeden Tag werden viele Baracken geleert und die Leute verschwinden. Das war dann später die Death Marches. Die Leute sind dann zu Fuß, teilweise zu Fuß, im Mitte Winter, und wahrscheinlich ohne Essen und so, haben sie nach Deutschland marschieren müssen. Sind natürlich Tausende umgekommen. Aber das haben wir natürlich nicht gewusst. Aber auch viele SS-Guards sind verschwunden, sind einfach nach Hause gegangen. Und so die A, B, C Camps waren nicht mehr so, manchmal waren die Türen offen, manchmal waren gar keine Nazis mehr da in verschiedenen Teilen, und wir sind tagelang nicht zur Arbeit gegangen. Also richtig Disorganisation war da. Und da sehe ich eines Tages, als ich so herumgehe und was schauen, ob ich irgendwo Essen finde oder was, kommen Leute von unserem holländischen Transport, die waren an einem anderen Teig vom Camp, und sagen zu mir, oh wie gut, dass wir dich sehen, wir haben deine Mutter gesehen.
Und ich habe das einfach nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, ja, ihr sagt das nur, ihr wollt mir Hoffnung geben. Aber das gibt's nicht. Meine Mutter ist selektiert. Ihr könnt sie nicht gesehen haben. Ja, 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 wir haben sie gesehen mit deiner Cousine und sie haben genau beschrieben. Also habe ich gesagt, das muss doch stimmen. Haben sie gesagt, probier, ob du vielleicht eines Tages dorthin gehen kannst. Und wie gesagt, es waren nicht mehr viele SS-Leute da und das war manchmal, waren diese Tore offen und so. Eines Tages war es möglich, um dorthin zu gehen. Und tatsächlich war diese Cousine Minnie und meine Mutter dort. Und die Minnie hat sich versteckt in einem Bett dort und sie war dort. Also das war natürlich ein unglaubliches Wiedersehen zwischen uns. Und ich habe zurzeit gehabt nur einen schweren Wintermantel, sonst nichts, nur den Mantel. Und meine Mutter sagt, du schaust dir gut aus. Und sie öffnet den Mantel, wollte mich sehen. Und da stand ich nackt wie ein Skeleton. Weil ich muss sagen, wir haben wirklich kein Fleisch mehr an unserem Körper gehabt. Und sie war natürlich entsetzt, dass sie das sah. Ja, und dann gehen wir zurück jetzt. Die Nazis fliehen, nehmen aber fast das ganze Camp mit sich und die Russen kommen. Also wir gehen weg jetzt zum Anfang von meiner Geschichte. Ja, und die Minnie, die letztendlich ihre Mutter dann gerettet hat, sie musste ja auch dann weg aus Auschwitz? Die Minnie ist auf den Transport gegangen, ja, hat aber überlebt. Weil sie war nicht so, sie hat es besser gehabt und sie war eine sehr starke Frau. Nicht jeder ist umgekommen, aber die meisten Menschen sind umgekommen auf diesen Transporten. Aber es waren auch Menschen, die es überlebt haben. Und Sie und Ihre Mutter waren letztendlich einfach zu schwach, um zu marschieren oder transportiert zu werden. Und Sie schreiben auch, und das weiß man von allen, die noch dort waren, alle sind davon ausgegangen, dass der gesamte Lager liquidiert wird und dass niemand überleben wird. Aber denn eben als die sowjetische Armee näher kommt und die SS verlassen den Lager, was eben erstmals die Befreiung für ca. 7.000 Menschen bedeutet, von denen aber viele, wie Sie erzählt haben, in den folgenden Tagen und Wochen noch sterben. Sie bleiben ebenso eine ganze Zeit noch in Auschwitz, bevor sie dann wegtransportiert werden. Sie haben ja auch erzählt, dass die Lage dort war nicht sicher. Die Truppen haben sich bewegt, also es gab noch Kampfeinsätze in der Nähe. Und sie sind dann letztendlich mit einem Zug nach Katowice dann gefahren und von dort dann begann eine sehr, sehr weite Reise. Und sie wussten eigentlich damals auch nicht unbedingt, wohin es geht. Und letztendlich, ob und wann sie dann wieder nach Holland kommen würden. Haben Sie überhaupt daran gedacht, war das der Ziel von Ihnen und Ihrer Mutter? Sie wollten unbedingt mal nach Amsterdam zurück? Ja, ja, sicher. Also der Otto Frank ist doch auch befreit worden und war auch die ganze Zeit im selben Lager wie wir. Wir sind dann mit den Russen, im Mai sind wir in Odessa angekommen und dort haben wir dann gewartet auf das Ende vom Krieg. Und dann dort haben wir dann eigentlich erst zum ersten Mal erfahren, dass wir haben es überlebt. Und aber was machen wir in Odessa? Was werden die Russen mit uns machen? Werden sie uns vielleicht sogar nach Sibirien schicken oder wir haben keine Ahnung gehabt. Und dann ist aber ein Neuseeland-Truppenschiff gekommen und hat uns in den Westen gebracht. Das waren alle möglichen Nationalitäten. Jeder hat registriert, wo wir hinwollen. Und wir haben natürlich gesagt Holland. Und das ist dann auch passiert. Es war wieder eine lange, lange Reise bis nach Marseille und dann von Marseille zurück wieder nach Holland. Die Brücken über die Flüsse waren zerstört. Das hat alles Monate gedauert. Also vom Februar bis Juni waren wir unterwegs.
im Juni sind wir dann endlich in Amsterdam angekommen. Und bis jetzt wir haben kein Geld gehabt, wir haben nichts gehabt. Wir waren immer versorgt von Leute, haben uns immer geholfen. Die Russen oder dann die Leute am Schiff und dann die Franzosen und so weiter. Und in Holland haben sie uns abgesetzt an der Station und das war alles. Und wir waren entsetzt, weil wir haben kein Geld gehabt, wir haben nicht gewusst, wohin jetzt. Und da sind wir einfach auf die Tram gegangen und wir haben Freunde gehabt. Das war eine Mischehe, die Rosenbaum. Er war jüdisch, aber die Frau war österreichisch Christin. Wir haben gesagt, wir gehen dorthin. Vielleicht sind sie noch dort. Und in Tatsache waren sie noch dort. Und sie haben gesagt, ja, ihr könnt bei uns bleiben für eine kleine Zeit. Und da haben wir aber gemerkt, dass es sehr schrecklich war in Holland. Das heißt der Hungerwinter, weil Holland war das einzige Land von den besetzten Ländern, das nicht befreit worden ist von den Alliierten, sondern die Holländer haben warten müssen bis Mai, bis der Ende vom Krieg, bis die Deutschen verschwunden sind. Und also den ganzen Winter haben die Deutschen alles, was die Holländer für Essen fabriziert haben und gehabt haben, haben sie alles nach Deutschland geschickt, weil in Deutschland war sehr bombardiert zur Zeit. Und so in Holland war das der Hungerwinter. Es waren keine Katzen und Hunde mehr. Die haben alles aufgegessen. Können Sie sich vorstellen? Manche sind in eine Wohnung gekommen, wo eine Familie, 2 Eltern und 3 Kinder auf der Erde gestorben lagen. Es war eine schreckliche Zeit. Und da kommen plötzlich noch Refugees durch Polen, durch Deutschland, durch Frankreich. Niemand hat gewusst, was mit uns anzufangen. Also wir haben keine Hilfe bekommen. Aber dann endlich bei den Rosenbaum, es war zu klein, die Frau hat gerade ein Baby bekommen und haben wir gesagt, also die Wohnung, die wir gehabt haben, war nicht unsere Wohnung, es war eine Mietwohnung. Vielleicht können wir wieder in die Wohnung. Und wir sind dorthin gegangen und die Wohnung war tatsächlich leer. Und die Besitzerin hat gesagt, ja, wir können wieder dort wohnen. Der Otto Frank, der auch dabei war, seine Wohnung war besetzt von anderen Leuten. Seine Möbel war alles weg und er hat nichts mehr gehabt. Und er ist wohnen gegangen bei der Miep Gies, die eine Helferin war in dem Haus. Die den versteckt hat, ja. Dann haben wir natürlich gehofft, dass unsere Familie auch zurückkommt. Wir haben Annoncen in die Zeitung gespratzt. Wir sind herumgegangen, haben gefragt, ob Leute von Auschwitz gekommen sind, ob sie die gesehen haben und so. Niemand hat uns Information gegeben. Und dann Otto auch dasselbe, er ist überall herumgegangen und so. Und dann hat er erfahren, dass seine 2 Mädchen umgekommen sind in Bergen-Belsen im April. Und wir haben dann einen Brief bekommen vom Roten Kreuz, dass mein Vater und Bruder umgekommen sind Anfang Mai, ein paar Tage vor die amerikanischen Armee das Lager befreit haben. Das war für uns der letzte Totenschlag. Beinahe hätten sie es noch erlebt. Wenn sie nur ein paar Tage früher gekommen wären, hätten sie es noch überlebt. Also wir haben das irgendwie nicht erwartet. Und ich bin dann sehr deprimiert geworden. Ich habe dann annehmen müssen, dass das Leben wird nie mehr dasselbe für uns sein. Und ich war voll mit Hass. Und ich habe sogar dann später meine Mutter hat es aufgehoben gehabt, einen kleinen Brief, wo Datum 1. Januar 1946, dass das Leben ohne meinen Vater und meinen Bruder ist sinnlos. Ich möchte am liebsten Selbstmord pflegen. Also im Kampf habe ich nie gedacht, aufzugeben.
aber nachher war ich mehr deprimiert und wollte eigentlich nicht mehr weiterleben. Ja, Sie schreiben auch, dass das eine Zeit war, wo Sie auch von Albträumen geplagt waren. Also die Erfahrungen haben Sie wieder eingeholt und es hat eine ganz lange Zeit, ja, bis Sie dann ins Leben zurückgefunden haben. Da spielte Otto Frank, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle. Sie hat sich sehr eng mit ihrer Mutter dann angefreundet und es ist ja, Sie sind dann zurück in die Schule gegangen und konnten die Schule dann beenden in Amsterdam und haben dann eine Lehre begonnen als Fotografen, haben sich also wieder dann auf die Beine und die Frage war, ob Sie dann in den Niederlanden bleiben. Sie sind aber dann 1951, glaube ich, nach England gegangen. Ja, ich wollte noch sagen, der Otto ist sehr oft zu uns gekommen. Meine Mutter hat ihm Essen gemacht und als er das Tagebuch bekommen hat, hat er natürlich beschließen müssen, was er damit macht, ob er es herausgeben soll oder nicht. Das war sehr schwierig, weil ein Tagebuch ist etwas sehr Persönliches. Aber er hat es dann natürlich herausgegeben. Meine Mutter hat ihm geholfen mit allem. Und er hat mir immer gesagt, wenn du hast, die Leute, die du hast, die wissen das nicht, die werden nicht leiden, aber du wirst eine sehr unglückliche Person sein. Und das war ich auch. Also er hat mir gesagt, ich habe gesagt, na ja, du hast auch. Sagt er, nein, ich hasse dich. Sag ich, aber du musst die Deutschen doch hassen, die dir deine ganze Familie genommen hat. Sagt aber, ich bin ein Deutscher und ich liebe die Musik, ich liebe die Sprache, ich liebe die Literatur. Ich kann meine eigenen Leute nicht hassen. Und ich habe das eigentlich nicht verstehen wollen jetzt zur Zeit. Aber er hat mir wirklich sehr geholfen. Und er hat mir dann auch seine Leica gegeben, die beste Kamera. Er sagte, ich habe keine Familie mehr, ich werde nie mehr Fotos nehmen. Er hat viele, viele Fotos von seinen Kindern gemacht. Und ich wusste nicht, was anzufangen mit meinem Leben. Es war mir ganz egal. Und Otto und meine Mutter hat beschlossen, ich soll ein Fotograf werden. Deswegen hat er mir die Leica gegeben, hat mir auch einen Auftrag gegeben. Ich habe ein sehr schönes Foto von Otto genommen mit der Miep Gies und ihrem Baby. Und dann hat er mir auch eine Stelle besorgt in London, in ein Atelier als ein Lehrling. Und so bin ich nach London auf ein Jahr gegangen. Und ich war in einer Pension, habe ich gelebt. Da waren so 6 andere Leute. Und da war ein junger Mann, der hat gekommen vom Israel, um Ökonomie zu studieren. Und wir haben uns angefreundet. Wir haben beide kein Geld gehabt. Wir sind für lange Spaziergänge gegangen. Aber ich habe nicht erzählt, dass ich in einem Camp war. Er hat gesagt, er war ein Israeli. Er war eigentlich ein deutscher Refugee. Ich habe gesagt, ich war eine Holländerin. Ich war staatenlos. Und wir haben nicht erzählt, was wir mitgemacht haben. Wir haben nur einfach erzählt, was wir machen in England und so weiter. Aber wir haben uns gern gehabt. Und nach 6 Monaten sagt er, Eva, ich habe mich in dich verliebt. Willst du mich heiraten, bitte? Und wenn ich mit meinem Studium fertig bin, können wir ein neues Leben in Israel machen. Und ich habe gesagt, nein, danke. Ich habe eine Mutter in Holland, eine Witwe. Und ich war sehr, sehr eng mit meiner Mutter, können Sie sich vorstellen. Ich hätte sie nie einfach verlassen. Und so war sehr traurig, aber ich gesagt, na ja, vielleicht mit Zeit wirst du dir eine andere Meinung haben. Und dann der Otto ist öfters nach England gekommen, hat mich besucht und ich habe ihm erzählt, ich habe diesen jungen Mann getroffen und er wollte mich heiraten, aber ich habe natürlich Nein gesagt, weil ich will zur Mutti zurück. Und da sagt er war ein bisschen verlegen, sagt er, deine Mutter und ich haben uns auch sehr verliebt. Und wenn du heiratest, nachher wollen wir auch gern heiraten.
Dann bin ich zu diesem jungen Mann gegangen und habe gesagt, wir können uns jetzt heiraten. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind das nächste Jahr nach Amsterdam gegangen, weil in England konnten wir niemanden, haben dort geheiratet. Und Otto und meine Mutter hat ein Jahr später geheiratet. Und ich habe aber gesagt, ich will nicht nach Israel. Ich war schon in Wien, in Belgien, in Holland, in England. Ich will nicht in ein neues Land. Und ich will auch nicht so weit von meiner Mutter sein. Und so sind wir in England geblieben. Und obwohl wir uns überhaupt nicht gekannt haben, ich habe große Überraschung gehabt, wer mein Mann eigentlich war. Ich war so sportlich und er war überhaupt nicht sportlich. Und wir sind auf Honeymoon sind wir in die Schweiz gegangen und ich wollte auf einen Chairlift gehen und er sagt, ich würde nie drauf gehen und so. Aber schlusslich und endlich war das eine sehr gute Hochzeit. Er war ein wunderbarer, gescheiter Mann. Er hat mich sehr, weil ich habe ja 4 Jahre keine Schule gehabt und so, er hat mich sehr erzogen. Ich habe angefangen zu lesen, habe angefangen Vorträge zu gehen und so. Also durch meine gute Ehe bin ich eigentlich ein ganz anderer Mensch geworden. Und ich würde mich gar nicht erkennen. Meine Mutter auch hat mich gar nicht erkennen, wie ich eine intellektuelle Person geworden bin. Durch eine sehr, sehr wunderbare Ehe eigentlich. Und für mich eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben, die Geburt von unserer ersten Tochter in 1956. Das war wirklich ein Wunder, weil ich konnte eigentlich keine Kinder kriegen. Das habe ich nicht gewusst, weil in unserem Essen im Lager, in dem Trinken, da war Bromide. Und wir haben keine monatliche Menstruation haben wir nicht gehabt. Also ich war 15 Jahre, das hat sich alles nicht richtig entwickelt. Und ich bin dann, als ich Kinder haben wollte und nichts passiert, bin ich dann ins Spital gegangen und ich habe 6 Monate eine Kur bekommen mit Hormonen und alles Mögliche und plötzlich hat es geklappt. Und wir haben dann 3 Töchter gehabt und Otto und meine Mutter waren die besten Großeltern, die sie sich vorstellen kann. Also Otto hat auch wieder eine Familie gehabt. Wir haben alle Ferien zusammen verbracht. In unserem Haus in England haben wir ein Zimmer frei gehabt für meine Eltern. Und ja, also alles ist dann viel schöner geworden. Aber ich habe nicht gesprochen nicht zu meinem Mann, nicht zu meinen Kindern, über was ich erlebt habe. Sie wussten natürlich durch Anne, Otto sprach immer über Anne, dass da irgendetwas nicht so in Ordnung ist. Aber eigentlich wissen sie nicht, was mit uns passiert ist. Nur in 86 war das erste Mal, dass ich angefangen habe zu sprechen. Und das war für mich eine riesige Erleichterung. Und seitdem habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, dann später noch 2 Bücher. Und ich bin dann gefragt worden, überall zu sprechen. Und ich habe dann ein ganz anderes Leben gehabt, als ich mir vorgestellt habe. Ja, und das ist eigentlich das Ende meiner Geschichte. Und jetzt, ich war, als der Virus angefangen hat, war ich gerade in Hongkong. Und bin dann noch auf einen Monat bin dann noch nach einem Monat nach Amerika gegangen. Also im März ist es dann auch in Amerika weitergegangen, der Pandemie. Und dann sind wir schnell haben wir durch Kanada, sind wir zurück nach England gekommen. Und seitdem natürlich sitze ich hier und warte, dass ich wieder weitermachen kann, meine Vorträge, die wieder so wichtig sind, weil die Welt hat eigentlich sehr wenig gelernt von der Erfahrung von dem Holocaust.
Ja, und für Ihr Einsatz, Frau Schloss, wir bewundern das sehr. Und ich möchte mich im Namen des Jüdischen Museums ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Sie zählen zu den wirklich sehr wenigen noch lebenden Menschen, die diesen Befreiung Auschwitz am 27. Januar erlebt haben und erzählen auch unzählige Schulen und auch in vielen, vielen Vortragen. Wir hätten Sie sehr, sehr gern hier gehabt. Es gäbe noch sehr viel mehr, worüber wir sprechen konnten. Sie erwähnten, dass Sie 3 Bücher geschrieben haben. 2 dieser Bücher liegen in deutscher Sprache vor, also Evas Geschichte, Anne Franks Stiefschwester und Überlebende von Auschwitz erzählt. Ich glaube, das war Ihr erstes Buch. Und ein zweites Buch, was vorliegt auf Deutsch, ist Amsterdam, 11. Mai 1944, das Ende meiner Kindheit. Und Ihr letztes Buch, was noch nicht auf Deutsch erschienen ist, heißt auf Englisch After Auschwitz, A Story of Heartbreak and Survival by the Stepsister of Anne Frank. Frau Schloss, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie den Besuch in Berlin nachholen können. Ich weiß, dass Sie auch sehr eng mit unseren Kollegen am Anne-Frank-Zentrum hier in Berlin in Verbindung setzen und auch dort mal auch Vorträge gehalten haben. Also alles Gute, bleiben Sie gesund und haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Sie haben mich sehr gut durch diese ganze Geschichte geführt. Wirklich, ich freue mich, dass ich Sie kennengelernt habe und ich hoffe, dass wir uns wirklich bald in Wirklichkeit auch treffen können. Das hoffe ich auch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.